Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Ja, wir sind immer noch dabei und untersuchen den Mord an Peter Carey. Ja, wir müssen jetzt einmal erfragen wegen dem Brief, den wir bei dem Herrn Hurtley gefunden haben und mit Hilfe der chemischen Lösung wiederhergestellt haben. So, ich möchte einmal mit ihm reden, bitte. Please escort this suspect for interrogation. So, Charakteranalyse ist schon fertig. So, was haben Sie versteckt? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? So, hier müsste Hurtleys Brief richtig sein. Yep. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter? But the ink? That's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're a smart one. But it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. So, er sagt, das waren seine Gartengeräte. Dann werden wir uns einmal auf den Weg machen nach Woodman's Lee und das überprüfen. Weil, wie wir wissen, in Woodman's Lee befindet sich ja die Gartenlaube. So, nochmal kurz gucken, ob da irgendwas in den Herleitungen ist. Ne? Ah, jetzt. Okay, gut. So, mal gucken. Nö. Ne, hier ist soweit nichts Neues. So, wir können hier aber fortfahren. Dann schauen wir doch mal. So, am besten sprechen wir erstmal mit der Frau von Peter Carey. So. Vielleicht hat sie ja dazu noch was zu sagen. So, Liam Hurtley. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Thank you, madam. So, sie sagt, sie kennt niemanden, der so heißt. Gut, wir öffnen Locked. mal die Tür. Locked. Ah, okay. Dann müssen wir bestimmt jetzt nochmal mit ihr nach wegen dem Who could do such a thing? Schlüssel. My Nein. poor husband. Okay. Gut, Locked. jetzt bin ich gerade etwas aus dem Konzept gebracht. Ich gucke nochmal, ob ich mit John Nelligan sprechen kann. Vielleicht können wir ihn ja noch wegen was fragen, weil ich kann jetzt auch hier mal die Schnelldings benutzen. Also wieder zurück zum Scotland Yard. So, ich gucke nochmal ins System. Wir hatten hier noch einige. Achso, wir können auch Liam Hurtleys alte Stiefel da benutzen. Stimmt, die habe ich ja ganz vergessen. Kann ich die verändern? Anscheinend ja. Oder nein? Na, wir werden es gleich sehen. Ist aber auch egal, mit dem Herrn Nelligan will ich sowieso nochmal sprechen. Der Sicherheit halber. Haben wir sonst noch was im Dokumente? Das hatten wir gerade schon.
halt den Mord zu untersuchen. So. Jetzt können wir... Ah, es ging doch zurück. Wunderbar. So, da, Schuhabdrücke. So, jetzt können wir einmal... These boots match the footprints exactly. Genau, die passen nämlich perfekt. So. Hurtleys Stiefelabdrücke, kein Gärtner. So, ungeklärte Anwesenheit. Liam Hurtleys Stiefel passen perfekt zu den Abdrücken im Garten von Woodman's Lee, was beweist, dass er dort gewesen ist. Doch Judith Carey behauptet, es gebe keinen Gärtner in Woodman's Lee. So, dann sprechen wir jetzt nochmal mit ihr. Vielleicht funktioniert es ja jetzt. Ich hoffe es zumindest. So, Mrs. Carey. Who could do such a thing? Poor Geht immer husband. noch nicht. Locked. Hier ist immer noch abgeschlossen. Gut. Dann fahren wir jetzt trotzdem einmal zum Scotland Yard. Genau, wir müssen die sowieso nochmal erfragen. Gut. Also auf zum Scotland Yard. Wir müssen jetzt die Stiefel nochmal erfragen. Das werden wir wahrscheinlich bei Liam Hurtley machen. Und das müssen wir eventuell bei unserem lieben Freund Inspector Lestrade erfragen. Oder bei Liam Hurtley selber. So, ich gehe erstmal zu Lestrade. Und gucken mal, ob ich ihn das fragen kann. How is the investigation going, Mr. Holmes? Do you have any idea who the murderer is yet? Okay, das funktioniert nicht. Dann einmal... Please escort this Liam Hurtley, suspect bitte. for interrogation. So, Woodman's Lee. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. So, Hurtleys Stiefel passen. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Footprints? That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Anwesenheit in Woodman's Lee. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. What would I be doing there anyway? So, ich gehe mal davon aus, dass es Gärtner sein wird. Ja. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. How did you... I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept at Woodman's Lee. So, jetzt können wir das machen, was wir, was ich schon vermutet habe. Und zwar uns in Woodman's Lee einmal die Gartenlaube angucken. Und einmal gucken wegen dem Gartenwerkzeug. Okay. Ja, außer etwas wurde versteckt, haben wir nichts Neues bisher. Was müssen wir denn
einmal erfragen der lieben Mrs. Carey. So, bei den Herleitungen hatten wir, soweit ich weiß, auch nichts mehr. Nö. Okay. So, fortfahren. Gut, dann fragen wir einmal. So, Mrs. Carey. Zugang zum Gartenwerkzeug. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. So. Jetzt können wir auch hier rein. Let's see what could be hidden here. So, schauen wir doch mal. So, wir können gleich wieder die Detektivsicht benutzen. Da. Schuppenboden, Holzboden, loses Brett. So, untersuchen. Ein kleines Holzkästchen haben wir da. So, öffnen wir es doch mal. Let us see what is in this box. Ah, wieder ein. So, und offen. Ein Bündel Briefe. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. So, das lese ich jetzt mal nicht vor. Das könnt ihr euch durchlesen. Da könnt ihr das Video einmal pausieren und euch das einmal durchlesen. So, wir reden jetzt einmal mit der Miss Carey über das, was wir gerade gefunden haben. Sie und Liam Hurtley. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Oh, what are you talking about? Romantische Briefe. Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them. Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has okay. managed to find any sailors. So, ja, er sagt es ja schon. Überprüfen, ob Wiggins etwas über die alte Besatzung herausgefunden hat. Das heißt, wir müssen einmal zurück in die Baker Street. So, und währenddessen können wir einmal in die Herleitung gucken. So, also, wir haben hier Judy Carreys Geschichte. Geständnis und Judy Carreys Briefe. So, verzweifelte Eifersucht. Liam Hurtley hat Judith Carey so sehr geliebt, dass seine Eifersucht ihn dazu getrieben haben könnte, einen Mord zu begehen. So, was haben wir hier? Hurtleys Motiv. Liam Hurtleys Verhältnis mit Judith Carey gab ihm ein Motiv für den Mord an Peter Carey.
wenn ich hier jetzt auf Glückswurf gehe, genau, dann hätten wir schon die Möglichkeit, dass Hurtley der Täter ist. Aber wir sind ja noch nicht fertig und ich glaube immer noch, dass es sich um große Kraft handeln muss. Da. So, gut, dann gucken wir doch mal, ob was rausgefunden wurde von Wiggins. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. So. This is interesting. Let us review the other sailors now. So, einer ist verstorben. This is interesting. Let us review the other sailors now. This is interesting. Let us review the other sailors now. This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. We found Patrick Cairns. Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. So, dann gucken wir doch mal in die Herleitung. So, wir haben hier... Ah, das funktioniert sogar. So, Patrick Cairns überprüfen. Wenn der Tabakbeutel Patrick Cairns gehört, zeigt das, dass er am Tatort war. Aber das muss zuerst bewiesen werden. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. So, also als Seemann verkleiden. So, das heißt, wir müssen einmal in den Kleiderschrank. Nein, nicht der dunkle. Weder der dunkle noch der braune Anzug. Auch nicht der grüne, nicht der graue, nicht der helle. Ah, ja, so. Seemann. Wunderbar. Wir gehen nochmal zum Schminktisch, ändern die Haare nochmal. Eine Brille kriegt er auch. Und einen schönen Bart, der wie der eines Seemannes sein könnte, also höchstwahrscheinlich ein Vollbart. Haben wir da einen? Na komm, der war doch gut. So. Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. So, auf geht's. Mal sehen, was Watson sagt. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Okay, sagt nichts zu der, Verkleidung. So, und wir wollen einmal zur Kneipe Sea Witch. So. Kriegen wir ihn noch zu irgendwas? Nö. Kriegen wir ihn zu nichts verbunden gerade. So, dann wollen wir doch mal gucken. So, Patrick Cairns reden. Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me.
So. Beachten Sie den Gesichtsausdruck von Patrick Cans, um seine Aktion zu erkennen. Attackieren, verteidigen, warten und reagieren Sie dann entsprechend darauf. So, dann wollen wir doch mal gucken. Ich tue mich da immer ein bisschen schwierig bei diesem bei. That's the arm that killed 100 whales. Care to lose another 10 shillings? So, ich gucke ihn mir aber erstmal an. Jetzt, wo wir die Gelegenheit dazu haben. So, ein goldener Ohrring. So, was haben wir sonst noch? Da hinten. Billige Kleidung. Eine Seemannstätowierung. Gelbe Fingernägel. Und kräftige Arme. So, machen wir weiter. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. So, zum Fortfahren drücken. Ah, immer wieder drücken. Ich muss mal kurz meine Ausdauer regenerieren. Na komm schon. Gib doch endlich auf. Na komm schon. Na, geht doch. You were lucky. I wasn't focused. Let's go again. Ja, machen wir weiter. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all your money, no problem with that. So, einmal müssen wir noch. So, ein bisschen Ausdauer regenerieren.
Ausdauer regenerieren. Bisschen Druck machen. Na, komm schon. Hau ihn auf den Tisch. Na, geht doch. So. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. So, keine Arbeit. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, find myself arm wrestling to pay for my drink. Harpunier. A harpooner. Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I've sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger. We sailed to the Cape of Good Hope. Der schwarze Peter hat er erwähnt. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. He was a liar, and violent too. Swinging those fists of his around. Was a tyrant, and not much of a captain. At least, not as good as Great Roger. I see. Yes. I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Einen weiteren Drink. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor. The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. Wer war er? And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. Sie wissen es, oder? You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Tabakbeutel unterschieben, auf die Toilette gehen. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. So, Tabakbeutel unterschieben. Here it is. Tabak. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is.
Wir hören voneinander. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe, if you like, I'm done here. It's time to leave. So, gut. Wir gucken einmal kurz. So. Gut, wir haben die Möglichkeit. So, ich weiß jetzt schon, worauf es hinauslaufen wird. Es beweist, dass er am Tatort war und auch, dass er der Täter ist. Das passt nämlich mit der großen Kraft zusammen, aber halt hier nicht mit Hurtleys Motiv. Da müssen wir einmal gucken. So, und zwar haben wir immer noch ja, die Wertpapiere. Mal gucken, haben wir noch... Ne, wir haben sonst nichts mehr. Doch, da. So. Es ist bestätigt, dass Liam Hurtley mit Peter Carys Frau geflirtet und sich in sie verliebt hat. Allerdings ging das Ganze nicht über zärtliche oder harmlose Gespräche und Briefe hinaus. So, weil jetzt haben wir hier die Entscheidungsfreiheit. Hurtleys Motiv. Liam Hurtleys Verhältnis mit Judith Carey gibt ihm ein Motiv für den Mord an Peter Carey. Hurtleys Anwesenheit in Woodman's Lee in der Mordnacht geht auf seine Zuneigung für Judith Carey und die Tatsache zurück, dass er dort als Gärtner gearbeitet hat. So, jetzt funktioniert das nämlich auch alles wieder. Gut. Moment mal kurz, ich wollte noch was gucken. Sonst haben wir nichts mehr hier. Vielleicht nochmal mit John Nelligan sprechen. Also noch einmal kurz beim Scotland Yard vorbeigucken. Noch was im Notizbuch. Nö. Wir müssen immer noch die Blechkiste finden. Und halt auch herausfinden, was der John Nelligan damit zu tun hat. So, ich guck mal, ob ich ihn nochmal befragen kann. So, hier hinten zur Zelle. So, John Nelligan. What am I doing here? I've done nothing wrong. Nein, kann ich. I'm not saying another word. Mit dem kann ich auch nicht reden. Vielleicht mit... How is the investigation Auch going, Mr. nicht Holmes? mit... Do you have any idea? mit Lestrade. So, dann will ich einmal zurück in die Baker Street. Mal sehen, ob ich da noch was rausfinden kann. Wir haben ja noch das abgerissene Stück von dem Wertpapier von 1983. Mal gucken, ob wir da im Archiv irgendwas drüber herausfinden können. Ob in dem Jahr was Interessantes war. So, fortfahren. So, Watson liest immer noch. Vermutlich Zeitung.
So, und wir gucken einmal in den My Zettel. archive. I can always consult with it, if needed. Ne, geht auch nicht. You met Patrick Cairns, the harpooner. Do you believe he's the murderer? So, jetzt weiß ich tatsächlich gerade nicht mehr, was ich machen muss. Fahren wir doch nochmal nach Woodman's Lee. Vielleicht können wir ja mit der Frau nochmal reden. Weil irgendeine kleine Kleinigkeit fehlt uns jetzt noch. Irgendwo haben wir irgendwas übersehen. So. Leave me alone, please. Mit ihr können wir jetzt auch nicht mehr reden. Was fehlt denn jetzt noch? Ich bin gerade etwas verwirrt. Können wir die Karte nochmal untersuchen? Hammerfest. Nee, bringt uns auch nichts. Meint mal, hatten wir... Ne, Logbücher hatten wir anscheinend schon. Ja, stimmt, die, The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. So, ich habe jetzt echt gerade keine Ahnung, was wir noch machen müssen. Also, nochmal in die Baker Street. Ich gucke nochmal in die Beweise, was wir da haben. So, den Ring, also mit dem Ring hatten wir schon nach 1983 geguckt, deswegen ging das gerade nicht mehr. Ich muss halt noch von dem Wertpapierschätzen was finden. Ich will nochmal zum Scotland Yard und mir nochmal die Beweise angucken. Ansonsten werde ich in der Baker Street einmal versuchen, ob mit Wiggins noch irgendwas geklärt wird, ob ich mit Wiggins noch irgendwas machen kann. Ansonsten bin ich tatsächlich vollkommen am Ende meines Lateins. So. Mal gucken. Hier. Nelligans Gegenstände. These are the suspect's belongings. So, was haben wir hier? Mit I wonder if these are Wertpapiervergleich. connected. Genau. So. Canadian Pacific Railway. Da. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. So. Fehlende Wertpapiere, fehlende Blechkiste. So, gestohlene Wertpapiere. In der gestohlenen Blechkiste befanden sich kostbare Wertpapiere. So, was haben wir denn hier? Cairns ist der Täter. Peter Carey wurde von Patrick Cairns ermordet. Cairns ist Harpunier. Sein Tabakbeutel wurde in Careys Hütte gefunden. Erstmal fortsetzen. Ich glaube, mir fehlen nämlich noch da Nelligans Motiv. Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv für ihn, den schwarzen Peter zu töten.
Und da haben wir wieder eine hier, Dingsens. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, da das im Blut des Opfers lag. Es könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Suche nach Wertpapieren. Nelligan war auf der Suche nach den Wertpapieren seines Vaters in Peter Carys Hütte. Das erklärt seine Anwesenheit am Tatort. So, was dürfte das gewesen sein? So, Nelligans Motiv. Möglicherweise wurde John Nelligan dabei ertappt, wie er die Wertpapiere stahl. Das wäre ein Motiv für ihn, den schwarzen Peter zu töten. Oder Nelligans Unschuld. John Nelligan ist ein Opfer der Umstände. Er entspricht weder vom Äußeren noch dem psychologischen her dem Profil des Mörders. Wie gesagt, ich weiß, dass er schon der Täter ist. Ich muss aber einmal kurz gucken. Haben wir noch was? Erfragen, ja genau. Wir können noch. Wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch einige Sachen zu erklären. Wo wir schon mal hier sind, können wir ja gleich mal mit John Nelligan sprechen. Please escort this suspect for interrogation. Zwar können wir ihn gleich mal nach den Wertpapieren befragen. So, Einbruch. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? I was trying to find some information about my father. Wertpapierfetzen? Ja. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belonged to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. So. Sie haben alle Hinweise für diesen Fall gefunden und verarbeitet. Bitte gehen Sie in den Herleitungsbereich und ziehen Sie Ihre Schlussfolgerung. So, ich glaube, dass Cairns der Täter ist. Und ich lasse Gnade walten. Gnade vor Recht. Patrick Cairns hat Peter Carey getötet, aber es war kein vorsätzlicher Not. Er handelte in Notwehr gegen einen bewaffneten und betrunkenen aggressiven Seemann. Ja, will ich bestätigen. So. Das dürfte dann nämlich alles gewesen sein. Für diesen Fall. Wir können nochmal das Notizbuch öffnen. Wir haben keine offenen Sachen mehr. Aufgaben soweit auch nicht mehr. Wunderbar. Am nächsten Tag. Good afternoon. I must be at the wrong address. I'd like to speak with a ship's captain, a Captain Ahab. Is that you? No, my name is Sherlock Holmes. That detective fella? So, you wanted to see me? That is correct. We need to talk. About what? About Black Peter, who was killed in his own hut with a harpoon. You know, don't ya? Yes, How? the tobacco pouch. You recognized it. Oh, the sailor. It was you. Unbelievable. Well, fine. I confess.
But if you really do know everything, you should also know that I didn't want to kill him. He made me do it. I know. Did you know about this story with the bond certificates? Did you need money? Yeah. I just wanted him to cough up a little silver. I'm out of work, and I thought maybe he could help me. Well, he refused outright, and he insulted me. I reminded him I knew all about that murder he committed at sea in 1883. Then he got mad when I spoke about his treasure. I barely just had time to throw the harpoon at him before he could jump at me with his knife. You know the truth. What will you do now? I ask that you return the bond certificates. Keep some of them. You will need them in your exile. It is better that you leave the country for a few years. And you won't say anything to the police? I will not say anything as long as you return the money. Well, I'll do as you ask. But what about Inspector Lestrade? I will deal with him. Goodbye. Einige Zeit später. It's good that you asked me to come, Mr. Holmes. We do need to talk. About what? What do you mean? Our case, Mr. Holmes. You sent me a message via your little thug, His name is Wiggins, Inspector. telling me that the case is solved. Well, Mr. Holmes, tell me, who is our murderer and where is he? The morgue. Eh? His name is, or rather was, Pablo Coventral. He was also on the ship with Peter Carey, and he was a harpooner. I'll tell you everything, Inspector, but do calm down. Mrs. Hudson will bring us tea and orange cake. Orange cake? You're spoiling me, Mr. Holmes. That's my favourite. Wieder einige Zeit später. Ah, Mr. Holmes. Inspector Lestrade told me that I should thank you for clearing my name. He also said that you were waiting for me here. I came as fast as I could. I cannot thank you enough. It is all because of you that this nightmare is finally over. I believe that this belongs to you. My father's securities. Incredible! But how did you get them? It would take far too long to explain. Tell me. This is extraordinary. You are a genius. Then that may serve as an explanation. Goodbye, Mr. Nelligan, and good luck. Goodbye, Mr. Holmes. And thank you. 1,000 times thank you. So, damit hätten wir den Fall gelöst. Ich werde die einmal überprüfen. So, gefundene Hinweise ja, Schlussfolgerung war auch die vorgesehen war. Gut, Entscheidung bestätigen. Ja, bitte. So, Persönlichkeitseinstufung verständnisvoll. Fallstatistik, Spieler mit derselben Lösung für den Fall 78%, Spieler mit derselben moralischen Entscheidung 62%. Und ich würde mal sagen, wir klicken hier nochmal auf Fortfahren. Dann startet nämlich der nächste Fall. Das Rätsel auf den Gleisen. Wir gucken uns davon nochmal die Startsequenz an. Und ja. Ich gebe euch damit dann quasi einen kleinen Vorgeschmack auf die nächste Folge schon. Oder auf den nächsten Fall. Indem ich euch kurz einmal ein bisschen was zeige. So, fortfahren. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away.
Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Mycroft. Sherlock. Oh, Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the Crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That is the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further... Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. So, danach bedanke ich mich recht herzlich fürs Zusehen. Hoffe euch auch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen, wenn es heißt Sherlock Holmes, Crimes and Punishments. Mit dem nächsten Fall. Bis dahin, auch wieder.